Hallo, hier ist wieder Roman Rackwitz und das ist heute bereits die zweite Episode. Und heute haben wir direkt ein kleines Schmankerl, weil in der ersten Episode hatte ich ja gesagt, okay, wer Fragen zum Thema gerade Gamification hat, also wie schaffe ich Engagement vor allem oder was ist Gamification, wie kann ich es einsetzen, der kann uns gerne per Twitter Fragen schicken oder einfach per E-Mail oder auf Facebook oder auch eine Videobotschaft. Und es kam was rein und einer davon, und das ist etwas, was mich sehr, sehr freut, ist Amy Jo Kim. Amy Jo Kim lebt in den USA, ist Game Designer, Designer für Web-Communities und hat ihre Hände auch im Spiel gehabt von zum Beispiel Die Sims, die sind wohl bekannt. Rockband kommt aus demselben Haus wie Guitar Hero, auch relativ bekannt. Und sie hat sich auch um das Engagement Design zum Beispiel bei eBay mitgekümmert und vieles mehr. Ich kann gar nicht alles aufzählen, deswegen werden wir sie auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr das gerne weiter auschecken. Also, Amy hat uns per Twitter ein paar Fragen gestellt und die sind hier. Okay, dann gehen wir die Fragen mal der Reihe nach an. Also, welche Probleme versucht man mit Gamification gerade in Deutschland zu lösen? Aus meiner Erfahrung ist es da so, dass gerade im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich, Deutschland, locker 80% der Anfragen aus dem HR-Bereich kommen. Also die Personalabteilungen überlegen sich, wie können wir Gamification nutzen, und auch da wieder kann man sagen, für drei bestimmte Dinge. Zum einen, um das Recruiting zu verbessern, also wie kann ich Gamification nutzen, dass sich vielleicht die richtigen Leute gleich direkt bei mir bewerben und der Bewerbungsprozess dabei automatisch auch noch verbessert wird. Zweites ist das Onboarding. Kann Gamification dafür sorgen, dass die Leute sich schneller bei uns einfinden, schneller wissen, was zu tun ist, sich schneller mit Tools und Software auseinandersetzen können. Und das dritte ist, kann ich das für Weiterbildung nutzen? Kann ich Gamification nutzen? Wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie sich freiwillig und lieber mit Stoff auseinandersetzen, mit Lernmaterialien? Wobei da kann man sagen, dass dieser dritte Bereich der Weiterbildung ist auch innerhalb der HR wieder das größte Feld. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass in den USA zum Beispiel viel mehr Marketing- oder Softwarelastig ist. Also wie kann ich für Marketingzwecke Gamification nutzen, beziehungsweise wie kann ich Gamification dort nutzen, um eine Software an für sich zu verbessern. Das sind so die ganz klaren Unterschiede. Zweiter Punkt, in welchen Branchen wird es hier am meisten eingesetzt? Angefangen hat es, jedenfalls was mich angeht, meistens im Bereich Medizin, Versicherungen. Das war so der Punkt, wo sie als erstes ankamen. Anscheinend hatten sie dafür die Budgets frei, beziehungsweise sind die am offensten dafür, wenn es darum geht, Leute zu motivieren. Kann wahrscheinlich daran liegen, dass die auch eine sehr hohe Fluktuationsrate haben und deswegen natürlich sehr stark daran interessiert sind, das zu verbessern. Autobauer sind schnell nachgezogen, das haben wir auch dabei gehabt. Kommunikationsfirmen, also so Firmen wie eben Telekommunikationsbetreiber, die sind inzwischen mit dabei. Also auf jeden Fall waren es immer große Konzerne. Jetzt geht es immer sehr stark, jetzt sieht man eine gute Bewegung in den Mittelstand. Ja, der Hype ist sozusagen vorbei, gerade als Gamification so der klassische Buzzword oder ein Trend war, da waren die großen Firmen schnell dabei. Jetzt, wo sich das alles ein bisschen eingespielt hat, ist der Mittelstand der stärker nachfragt, und dort ist es wirklich kunterbunt. Ja, dort haben wir die Bereiche in der klassischen Produktion, Schraubenherstellung, wir haben eine Firma aus dem Bau, die sich dafür sehr stark interessiert, wir haben Gastronomie, die das Thema übernimmt. Also da ist es wirklich kunterbunt. Von daher kann man sagen, so eine richtige Branche oder Branchen, die alleine sehr stark nach vorne preschen, könnte ich so noch nicht sagen. Also Einzelhandel fängt an, sich dafür zu interessieren, Unternehmensberatungen auch, die sagen, okay, wie können wir vielleicht Gamification nutzen, dass unsere Leute mehr miteinander kollaborieren, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Also das ist wirklich sehr kunterbunt. Und die dritte Frage von Amy Jo Kim, was sind so die heißen Trends? Heiße Trends. Also wenn es um die Nachfrage geht, dann ist es eigentlich immer der Punkt, okay, wie kann ich die Leute belohnen, damit sie was machen? Also die größte Vorstellung ist immer, Gamification bedeutet, ich belohne Leute. Das ist ein Thema für eine ganz andere Episode, eine ziemlich lange Episode, wo es eben genau darum geht, dass man sieht, dass die spielerische Motivation oder intrinsische Motivation, warum Leute gerne etwas machen, nichts mit einer Belohnung zu tun hat, sondern spielen ganz andere Kriterien eine wichtige Rolle. Aber das ist zum Beispiel das, also wo die Leute am meisten nachfragen. Okay, wir wollen die Leute irgendwie motivieren, jetzt brauchen wir ein Belohnungsprogramm. Und dann, das ist jedenfalls die Anfrage, und dann kommen wir ins Spiel und versuchen den Leuten erstmal zu erklären, okay, wie entsteht denn spielerische Faszination, woher kommt das? Das ist ja das, wo Gamification drauf aufbaut.
Ja, und dann merken sie so langsam, okay, das hat gar nichts mit Belohnung zu tun, sondern da gibt es, wie gesagt, andere Faktoren, die viel, viel wichtiger sind. Serious Games fällt ja auch oft unter den Begriff Gamification, kann man natürlich breit gesehen auch zusammennehmen. Das ist so ein ganz großes Thema, weil es ist natürlich auch leichter zu erkennen. Also Serious Games halt ganz klar, ich baue ein Spiel, ich habe ein Problem der Firma, ich baue dieses Problem in das Spiel rein und während die Leute das Spiel spielen, lösen sie das Problem, das die Firma hat. Das kann ein wirklich klassisches Problem sein, wo die Firma sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie wir das Material nutzen sollen oder die Ressource fällt weg in der Zukunft, wie können wir die ersetzen? Also da nutzt man sozusagen das kreative Potenzial der Spieler und schaut, okay, was für Lösungen haben die denn? Und überlegt dann, anhand der Lösungen können wir die auch in die Realität umsetzen. Es geht aber auch anders, dass man einfach sagt, okay, wir haben gewisse Szenarien, die möchten wir, dass unsere Mitarbeiter diese kennenlernen und dann würde das heißen, dass während die Leute das Spiel spielen, um zum Ende des Spiels zu kommen, müssen sie sich automatisch mit den Materialien auseinandersetzen, die sie eben anschauen sollen, die sie lernen sollen. Das heißt, Lernen ist in so einem Serious Game oder oftmals auch Game-Based Learning, ist auch wieder ein kleiner Unterschied, aber so komplex wollen wir es jetzt gar nicht machen. Aber das bedeutet, dass die Leute sozusagen sich mit dem Material auseinandersetzen, um ein Problem im Spiel zu lösen. Und nicht so, wie es normal ist bei einem Präsenztraining zum Beispiel oder beim klassischen Weiterbildungsbereich, wo das Lernen, wo dieser Stoff das Ziel schon ist. Weil das ist meistens langweilig. Das sind so diese heißen Trends, die aktuell da sind. Natürlich kommt da noch Technologie ins Spiel, Augmented Reality, Virtual Reality, immer gern gesehen. Meistens aber auch, muss man auch ehrlich sagen, gesehen, weil es erstmal sexy aussieht. Das heißt, die Anfragen kommen nicht, und das also nicht, weil man sagt, hey, das hat den Nutzen, Virtual Reality oder Augmented Reality, wir sehen darin den Nutzen, könnt ihr das also bei uns einsetzen, sondern da geht es mir darum, dass man es einsetzen will, um des Einsetzens Willens. Ist natürlich nicht immer klug, ja, der Content, der Kontext vor allem muss schon dazu passen. Auf jeden Fall, das sind die heißen Trends. Technologie, Augmented Reality, Virtual Reality, Serious Games und eben dann, wenn die Leute wirklich langfristig, wenn die Unternehmen langfristig daran interessiert sind, da was weiterzumachen, dann kommt dann auch der Bereich Gamification mit rein, wo es halt genau so daher kommt, dass man sagt, der Unterschied zwischen Serious Games und Gamification, um das zum Schluss noch klarzustellen, ist halt, dass ich bei einem Serious Game mich hinsetze und ein klassisches Spiel spiele. Gamification nimmt aber Spielprinzipien und setzt sie in die Realität. Heißt, die Leute machen ihren Job ganz normal weiter, alles bleibt beim Alten, aber gewisse Mechaniken sind eingesetzt, die den Job nun etwas intuitiver werden lassen, etwas attraktiver machen. Das heißt, ich reichere die Realität an. Die Leute, die dabei involviert sind, würden nie sagen, hey, wir spielen ein Spiel. Das ist der Unterschied zwischen Serious Game und Gamification, um das mal kurz erklärt zu haben. So viel dazu. Amy, vielen Dank für die Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, nach wie vor, egal worum es geht, zum Kontext Gamification, schreibt uns, schickt uns eine Videobotschaft. Wie gesagt, wir lassen euch genauso hier dann in die Show kommen mit der Frage, werden die beantworten. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.